Guten Morgen. Unser heutiges Thema ist die geplante Fortbildungsoffensive für unsere Belegschaft. Die Mitarbeiterumfragen haben deutlich gezeigt, dass ein starker Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung besteht. Wir müssen in unser Personal investieren, um die Mitarbeiterbindung zu stärken und die Innovationskraft unseres Unternehmens langfristig zu sichern. Guten Morgen zusammen. Ich unterstütze diesen Vorstoß voll und ganz. In der technischen Abteilung bemerken wir massive Qualifikationslücken. Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie erfordert ständige Anpassung. Unseren Entwicklern fehlt derzeit das tiefgehende Fachwissen für die neuen cloud-basierten Infrastrukturen. Ohne gezielte Schulungen werden wir Marktanteile verlieren. Guten Morgen. Ich stelle die Notwendigkeit von Weiterbildungen prinzipiell nicht in Frage. Ich betrachte jedoch die vorgelegten Kostenvoranschläge mit großer Skepsis. Die geplanten externen Seminare verursachen immense Ausgaben. Mir fehlt eine belastbare Berechnung der Investitionsrendite. Wir können nicht Zehntausende Euro ausgeben, ohne einen messbaren finanziellen Rückfluss zu garantieren. Die Investitionsrendite bei Personalentwicklungsmaßnahmen lässt sich nicht immer unmittelbar in Euro messen. Die Rendite zeigt sich in einer geringeren Fluktuationsrate, einer höheren Motivation und letztendlich in einer gesteigerten Produktivität. Ein motivierter Mitarbeiter, der das Unternehmen nicht verlässt, spart uns erhebliche Rekrutierungskosten. Die mangelnden Kenntnisse kosten uns bereits jetzt bares Geld. Meine Entwickler benötigen für komplexe Programmierungen doppelt so lange wie üblich, weil sie sich in die neuen Systeme autodidaktisch einarbeiten müssen. Eine intensive, einwöchige Schulung würde diese Ineffizienz sofort beseitigen. Wir verlieren wertvolle Zeit bei der Produktentwicklung. Ich schlage vor, dass wir nach kostengünstigeren Alternativen suchen. Wir könnten interne Schulungen organisieren, bei denen unsere eigenen Fachexperten ihr Wissen weitergeben. Alternativ könnten wir digitale Lernplattformen nutzen, die deutlich günstiger sind als Präsenzseminare mit externen Dozenten. Interne Schulungen sind momentan nicht realisierbar, da uns genau diese Fachexperten im Unternehmen fehlen. Digitale Lernplattformen sind eine gute Ergänzung, ersetzen aber kein praxisnahes, intensives Training unter fachlicher Anleitung. Wir können einen Pilotversuch starten. Wir genehmigen das Budget für eine ausgewählte Gruppe von Schlüsselmitarbeitern in der technischen Abteilung. Nach 6 Monaten evaluieren wir den Wissenszuwachs und die Auswirkungen auf die Projektlaufzeiten. Ein Pilotversuch ist eine vertretbare Maßnahme zur Risikominimierung. Ich stimme diesem Ansatz zu, unter der Bedingung, dass Herr Braun konkrete Leistungskriterien zur Bewertung des Erfolgs definiert. Das werde ich tun. Ich liefere Ihnen die Bewertungskriterien bis zum Ende der Woche. In diesem Dialog haben wir eine typische Diskussion aus dem Management gehört. Es ging um die Planung von Weiterbildungen für die Belegschaft, die damit verbundenen Kosten und die Suche nach einem Kompromiss, der sowohl die Personalentwicklung als auch das finanzielle Budget berücksichtigt. Solche strategischen Gespräche sind in deutschen Unternehmen an der Tagesordnung. Schauen wir uns nun die wichtigsten Begriffe und Redewendungen aus dieser Besprechung genauer an, damit Sie in Ihrem nächsten Meeting genauso professionell und überzeugend argumentieren können. Frau Zimmermann eröffnet das Gespräch direkt mit dem Wort Fortbildungsoffensive. Eine Offensive kennen Sie vielleicht aus dem Sport, aber im Business-Kontext beschreibt dieser Begriff eine sehr große, konzentrierte und oft unternehmensweite Initiative. Man organisiert nicht nur ein kleines, einzelnes Seminar, sondern plant ein massives Programm, um das Wissen der Mitarbeiter schnell auf ein völlig neues Niveau zu heben. Ein gutes Synonym wäre hier die Qualifizierungskampagne. Ein Beispiel für die Anwendung im Büro: Um bei der Digitalisierung nicht den Anschluss zu verlieren, hat der Vorstand eine neue Fortbildungsoffensive angekündigt. Ein weiteres Beispiel lautet: Dank unserer Fortbildungsoffensive im letzten Jahr konnten wir die Kompetenz unseres gesamten Vertriebsteams deutlich steigern. Gleich danach spricht sie über die Mitarbeiterbindung. Dieser Begriff ist in der heutigen Arbeitswelt aufgrund des Fachkräftemangels extrem wichtig. Er beschreibt alle Maßnahmen, die ein Arbeitgeber ergreift, um gutes Personal langfristig im Betrieb zu halten, damit dieses nicht zur Konkurrenz wechselt. Es geht hierbei tiefgründig um Loyalität und Arbeitszufriedenheit. Man spricht in diesem Zusammenhang in der Fachsprache oft auch von Retention Management.
In der Praxis sagt man zum Beispiel, flexible Arbeitszeiten und gute Aufstiegschancen sind wichtige Instrumente für eine starke Mitarbeiterbindung. Oder auch, die geringe Mitarbeiterbindung in dieser Abteilung führt zu enormen Kosten bei der Personalsuche. Herr Braun reagiert daraufhin und sagt, dass er diesen Vorstoß voll und ganz unterstützt. Ein Vorstoß ist in der Geschäftssprache eine neue Initiative, ein erster mutiger Vorschlag oder ein konkreter Plan, um etwas zu verändern oder ein Problem anzugehen. Wenn man einen Vorstoß unterstützt, bedeutet das, man stellt sich aktiv hinter diese Idee und befürwortet sie stark. Ein ähnlicher Ausdruck ist eine Initiative befürworten oder einen Antrag sekundieren. Wie nutzen wir das im Berufsalltag? Man könnte sagen, der Abteilungsleiter macht einen Vorstoß zur Einführung einer 4-Tage-Woche. Oder ein anderes Beispiel: Ich finde Ihren Vorstoß bezüglich der neuen Software hervorragend und werde ihn im morgigen Meeting verteidigen. Er begründet seine Zustimmung mit massiven Qualifikationslücken in seiner Abteilung. Dieses zusammengesetzte Nomen ist sehr bildhaft. Eine Lücke ist ein leerer Raum oder ein Loch. Eine Qualifikationslücke entsteht also dann, wenn die tatsächlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter nicht mit den hohen Anforderungen der täglichen Aufgaben einstimmen. Es fehlt schlichtweg wichtiges, aktuelles Fachwissen. Ein anderes Wort dafür ist das Kompetenzdefizit. Wenn Sie das Wort anwenden möchten, sagen Sie zum Beispiel: Durch die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz sind in unserem Team ernsthafte Qualifikationslücken entstanden. Ein zweites Beispiel lautet: Das neue Trainingsprogramm wurde speziell vom Management entwickelt, um bestehende Qualifikationslücken schnell und effizient zu schließen. Frau Krüger bringt dann die finanzielle Perspektive in die Diskussion ein und vermisst eine belastbare Berechnung der Investitionsrendite. Dieser Begriff ist das exakte deutsche Wort für den englischen Ausdruck Return on Investment, oft kurz ROI genannt. Es beschreibt den messbaren finanziellen Gewinn oder Nutzen, den man aus einer geschäftlichen Ausgabe zieht. Im Management will man immer wissen, ob sich das investierte Geld wirtschaftlich gelohnt hat. Oft spricht man auch vom finanziellen Rückfluss oder schlicht von der Rentabilität. So verwenden sie es im Arbeitsalltag. Die Investitionsrendite dieser neuen Produktionsmaschinen ist leider viel zu gering, um den Kauf zu rechtfertigen. Ein weiteres Beispiel: Bevor wir das Marketingprojekt endgültig freigeben, muss der Finanzvorstand die erwartete Investitionsrendite streng prüfen. Frau Zimmermann kontert dieses Argument sofort mit dem Begriff Fluktuationsrate. Das ist ein zentraler und oft gefürchteter Begriff im Personalwesen. Er gibt prozentual an, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum freiwillig verlassen und teuer ersetzt werden müssen. Eine hohe Rate ist meistens ein deutliches Warnsignal für ein schlechtes Betriebsklima oder mangelnde Perspektiven. Man nennt dies auch die Personalwechselquote. In einem strategischen Gespräch könnten Sie sagen: Wir müssen dringend herausfinden, warum unsere Fluktuationsrate im letzten Quartal so dramatisch gestiegen ist. Oder: Ein professionelles Gesundheitsmanagement und regelmäßiges Feedback können helfen, die Fluktuationsrate nachhaltig zu senken. Im weiteren Verlauf erklärt Herr Braun, dass sich seine Entwickler in die neuen Systeme autodidaktisch einarbeiten müssen. Autodidaktisch bedeutet, dass man sich etwas völlig selbstständig beibringt, ohne einen Lehrer, Mentor oder ein formelles Seminar. Sich in etwas einarbeiten heißt, sich mit neuen, komplexen Aufgaben vertraut zu machen. Das Ganze bedeutet also eigenständiges, oft mühsames Lernen am Arbeitsplatz. Ein Synonym wäre der Selbstunterricht oder das selbstgesteuerte Lernen. Im echten Arbeitsleben sagt man zum Beispiel: Da wir in diesem Jahr kein Budget für IT-Schulungen haben, muss ich mich in das neue Programm autodidaktisch einarbeiten. Ein anderes Beispiel: Sie hat sich in wenigen Wochen autodidaktisch in die sehr komplexe Materie des internationalen Datenschutzrechts eingearbeitet. Um den Konflikt zwischen Kosten und Nutzen zu lösen, schlägt Frau Zimmermann schließlich einen Pilotversuch vor. Das ist ein hervorragendes Wort für ein Testprojekt. Man probiert eine neue Methode, eine Software oder einen Prozess zunächst in einem kleinen, kontrollierten Rahmen aus, bevor man es teuer im gesamten Unternehmen einführt. So kann man Fehler frühzeitig erkennen.
Oft hört man in diesem Kontext auch das Wort die Testphase oder das Pilotprojekt. Wenn Sie das in einem Meeting vorschlagen möchten, sagen Sie: Lassen Sie uns doch zunächst einen Pilotversuch mit 5 Mitarbeitern starten, bevor wir die Lizenzen für alle einkaufen. Oder auch: Der Pilotversuch in der Logistikabteilung war so erfolgreich, dass das neue System nun weltweit an allen Standorten ausgerollt wird. Frau Krüger ist damit einverstanden und nennt dies eine vertretbare Maßnahme zur Risikominimierung. Hier geht es exakt darum, die Gefahr eines geschäftlichen Fehlschlags oder eines massiven finanziellen Verlusts so klein wie möglich zu halten. In der freien Wirtschaft ist das extrem wichtig, besonders bei kostenintensiven Strategiewechseln. Man spricht dabei oft vom Risikomanagement oder auch der Gefahrenbegrenzung. 2 Beispiele aus der Praxis. Eine umfassende und detaillierte Marktanalyse vor der Produkteinführung dient in erster Linie der Risikominimierung. Ein weiteres Beispiel: Um die Risikominimierung bei diesem Großprojekt zu garantieren, arbeiten wir ausschließlich mit langjährigen und zertifizierten Partnern zusammen. Zum Schluss fordert Frau Krüger als Bedingung noch konkrete Leistungskriterien von Herrn Braun. Das sind klare, messbare Standards oder Maßstäbe, mit denen man den Erfolg von einer Person, einem Projekt oder eben einer Schulung objektiv bewerten kann. Es geht hier um harte Fakten und Daten, nicht um subjektive Gefühle. Ein in der Geschäftswelt sehr bekanntes Synonym sind die Key Performance Indicators, kurz KPIs, oder auch schlicht Bewertungsmaßstäbe. Ein typischer Beispielsatz wäre: Der jährliche Bonus des gesamten Vertriebsteams hängt stark davon ab, ob die vereinbarten Leistungskriterien zu 100% erfüllt werden. Noch ein Beispiel: Wir müssen die Leistungskriterien für dieses Quartal dringend neu definieren, da sich der Markt durch die Krise stark verändert hat. Zusammenfassend haben wir in dieser Lektion detailliert gesehen, wie man ein Budget für Weiterbildungen argumentativ stark verteidigt und gleichzeitig die finanzielle Sicherheit des Unternehmens im Blick behält. Sie kennen nun wichtige und überzeugende Begriffe, um auf hohem Niveau über Personalentwicklung, finanzielle Renditen und strategische Testphasen zu sprechen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Schreiben Sie unten in die Kommentare: Welche Qualifikationslücken gibt es aktuell in Ihrer Branche und wie würden Sie in Ihrem Unternehmen einen Pilotversuch starten, um diese Lücken effektiv zu schließen? Ich freue mich sehr auf Ihre Antworten und Diskussionen. Kommen wir nun zum Quiz. Testen wir, was Sie sich aus dem heutigen Dialog gemerkt haben. Welcher Begriff ist ein hervorragendes Synonym für die Fortbildungsoffensive? A. Qualifizierungskampagne. B. Budgetkürzung. C. Personalabbau. Nimm dir einen Moment Zeit. Die richtige Antwort ist A. Im Text haben wir gelernt, dass eine Offensive im Business-Kontext eine große Initiative ist, genau wie eine Qualifizierungskampagne. Worum geht es tiefgründig beim Thema Mitarbeiterbindung? A. Um die Entlassung von unmotiviertem Personal. B. Um Loyalität und die langfristige Arbeitszufriedenheit. C. Um die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit. Weißt du die Lösung? Hier stimmt Antwort B. Mitarbeiterbindung, in der Fachsprache auch Retention Management genannt, umfasst alle Maßnahmen, um gutes Personal langfristig zu halten, damit es nicht zur Konkurrenz wechselt. Wenn Ihr Kollege im Meeting einen neuen Vorstoß macht und Sie diesen unterstützen, was tun Sie dann? A. Sie lehnen seinen Plan strikt ab. B. Sie verschieben die Diskussion auf das nächste Jahr. C. Sie stellen sich aktiv hinter seinen Vorschlag und befürworten ihn. Überleg kurz. Korrekt ist Antwort C. Ein Vorstoß ist ein erster mutiger Plan oder eine Initiative. Ihn zu unterstützen bedeutet, dass man diese Idee verteidigt und sich aktiv dafür einsetzt. Wie entsteht typischerweise eine Qualifikationslücke in einer Abteilung? A. Wenn das Unternehmen zu viele Experten gleichzeitig einstellt. B.
wenn die tatsächlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter nicht mit den hohen Anforderungen übereinstimmen. C. Wenn das Personal mehr weiß, als für die täglichen Aufgaben nötig ist. Hast du die Antwort schon im Kopf? Richtig ist B. Eine Qualifikationslücke ist ein Kompetenzdefizit. Sie entsteht, wenn schlichtweg wichtiges, aktuelles Fachwissen für die Arbeit fehlt. Wofür ist eine hohe Fluktuationsrate meistens ein deutliches Warnsignal? A. Für ein hervorragendes Management. B. Für einen extrem hohen Unternehmensgewinn. C. Für ein schlechtes Betriebsklima oder mangelnde Perspektiven. Kurze Denkpause für dich. Die Antwort C ist richtig. Wenn die Fluktuationsrate hoch ist, verlassen viele Mitarbeiter das Unternehmen freiwillig. Das deutet oft auf Probleme im Betriebsklima hin. Warum schlägt das Management oft zuerst einen Pilotversuch vor? A. Um das restliche Budget des Jahres sofort vollständig auszugeben. B. Um eine Maßnahme direkt weltweit an allen Standorten einzuführen. C. Um eine neue Methode zunächst in einem kleinen, kontrollierten Rahmen zu testen. Was denkst du? Antwort C ist absolut richtig. Durch ein solches Testprojekt oder eine Testphase kann man Fehler frühzeitig erkennen, bevor etwas teuer im gesamten Unternehmen ausgerollt wird. Eine vertretbare Maßnahme zur Risikominimierung hat welches Hauptziel? A. Die Gefahr eines geschäftlichen Fehlschlags so klein wie möglich zu halten. B. Das Risiko für die Konkurrenz zu maximieren. C. Alle finanziellen Reserven des Unternehmens schnell aufzubrauchen. Denk kurz darüber nach. Richtig ist Antwort A. Bei der Risikominimierung, auch Gefahrenbegrenzung genannt, geht es darum, massive finanzielle Verluste bei Strategiewechseln zu vermeiden. Was genau sind Leistungskriterien in der Geschäftswelt? A. Subjektive Gefühle und persönliche Meinungen des Chefs. B. Unverbindliche Vorschläge für die Pausengestaltung. C. Klare, messbare Standards und harte Fakten zur objektiven Bewertung. Hast du die Lösung parat? Die richtige Antwort ist C. Leistungskriterien, oft auch als KPIs bezeichnet, sind Bewertungsmaßstäbe, um den Erfolg von Projekten oder Personen objektiv zu messen. Was plant das Unternehmen, wenn es eine Fortbildungsoffensive ankündigt? A. Ein einziges kleines Seminar für eine Handvoll Leute. B. Eine massive, oft unternehmensweite Initiative zur Wissenssteigerung. C. Die Schließung der kompletten Personalabteilung. Überleg einmal genau. Antwort B trifft ins Schwarze. Anders als bei einem Einzelseminar plant man hier ein massives Programm, um das Niveau der gesamten Belegschaft deutlich anzuheben. Welches der folgenden Wörter ist ein exaktes Synonym für die Qualifikationslücke? A. Der Wissensvorsprung. B. Die Überqualifizierung. C. Das Kompetenzdefizit. Lass dir einen Moment Zeit. Die Lösung lautet C. Ein Kompetenzdefizit beschreibt genau das gleiche Problem. Es fehlt wichtiges, aktuelles Fachwissen bei den Mitarbeitern. Was wird mit der Fluktuationsrate in einem Unternehmen gemessen? A. Die prozentuale Anzahl der Mitarbeiter, die das Unternehmen freiwillig verlassen. B. Die Anzahl der neuen Kunden im letzten Quartal. C. Wie viel Prozent des Budgets für Weiterbildungen übrig ist. Denk noch einmal kurz nach. Hier stimmt Antwort A. Die Rate, auch Personalwechselquote genannt, gibt an, wie viel Personal geht und anschließend teuer ersetzt werden muss.
Guten Morgen. Unser heutiges Thema ist die geplante Fortbildungsoffensive für unsere Belegschaft. Die Mitarbeiterumfragen haben deutlich gezeigt, dass ein starker Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung besteht. Wir müssen in unser Personal investieren, um die Mitarbeiterbindung zu stärken und die Innovationskraft unseres Unternehmens langfristig zu sichern. Guten Morgen zusammen. Ich unterstütze diesen Vorstoß voll und ganz. In der technischen Abteilung bemerken wir massive Qualifikationslücken. Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie erfordert ständige Anpassung. Unseren Entwicklern fehlt derzeit das tiefgehende Fachwissen für die neuen cloud-basierten Infrastrukturen. Ohne gezielte Schulungen werden wir Marktanteile verlieren. Guten Morgen. Ich stelle die Notwendigkeit von Weiterbildungen prinzipiell nicht in Frage. Ich betrachte jedoch die vorgelegten Kostenvoranschläge mit großer Skepsis. Die geplanten externen Seminare verursachen immense Ausgaben. Mir fehlt eine belastbare Berechnung der Investitionsrendite. Wir können nicht Zehntausende Euro ausgeben, ohne einen messbaren finanziellen Rückfluss zu garantieren. Die Investitionsrendite bei Personalentwicklungsmaßnahmen lässt sich nicht immer unmittelbar in Euro messen. Die Rendite zeigt sich in einer geringeren Fluktuationsrate, einer höheren Motivation und letztendlich in einer gesteigerten Produktivität. Ein motivierter Mitarbeiter, der das Unternehmen nicht verlässt, spart uns erhebliche Rekrutierungskosten. Die mangelnden Kenntnisse kosten uns bereits jetzt bares Geld. Meine Entwickler benötigen für komplexe Programmierungen doppelt so lange wie üblich, weil sie sich in die neuen Systeme autodidaktisch einarbeiten müssen. Eine intensive, einwöchige Schulung würde diese Ineffizienz sofort beseitigen. Wir verlieren wertvolle Zeit bei der Produktentwicklung. Ich schlage vor, dass wir nach kostengünstigeren Alternativen suchen. Wir könnten interne Schulungen organisieren, bei denen unsere eigenen Fachexperten ihr Wissen weitergeben. Alternativ könnten wir digitale Lernplattformen nutzen, die deutlich günstiger sind als Präsenzseminare mit externen Dozenten. Interne Schulungen sind momentan nicht realisierbar, da uns genau diese Fachexperten im Unternehmen fehlen. Digitale Lernplattformen sind eine gute Ergänzung, ersetzen aber kein praxisnahes, intensives Training unter fachlicher Anleitung. Wir können einen Pilotversuch starten. Wir genehmigen das Budget für eine ausgewählte Gruppe von Schlüsselmitarbeitern in der technischen Abteilung. Nach 6 Monaten evaluieren wir den Wissenszuwachs und die Auswirkungen auf die Projektlaufzeiten. Ein Pilotversuch ist eine vertretbare Maßnahme zur Risikominimierung. Ich stimme diesem Ansatz zu, unter der Bedingung, dass Herr Braun konkrete Leistungskriterien zur Bewertung des Erfolgs definiert. Das werde ich tun. Ich liefere Ihnen die Bewertungskriterien bis zum Ende der Woche. Ausdruck 1. Die Belegschaft. Bedeutung: die Gesamtheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einem Betrieb oder Unternehmen arbeiten. Beispielsätze: Die Geschäftsführung hat sich bei der Belegschaft für den außergewöhnlichen Einsatz bedankt. Informationen über die Umstrukturierung wurden gestern an die gesamte Belegschaft weitergegeben. Ausdruck 2. Die Mitarbeiterbindung. Bedeutung: alle Maßnahmen eines Unternehmens, um qualifizierte Arbeitskräfte langfristig im Betrieb zu halten. Beispielsätze: Flexible Arbeitszeiten sind ein wichtiges Instrument für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung. Das neue Bonussystem soll die Mitarbeiterbindung deutlich erhöhen. Ausdruck 3. Der Kostenvoranschlag. Bedeutung: eine detaillierte Berechnung der voraussichtlichen Kosten für eine geplante Dienstleistung oder ein Projekt. Beispielsätze: Bevor wir den Handwerker beauftragen, müssen wir mehrere Kostenvoranschläge einholen. Der tatsächliche Rechnungsbetrag darf den Kostenvoranschlag nicht erheblich überschreiten. Ausdruck 4. Die Investitionsrendite. Bedeutung: eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den finanziellen Gewinn einer Investition im Verhältnis zu den Kosten misst. Beispielsätze: Die neue Marketingstrategie hat eine erfreulich hohe Investitionsrendite erzielt. Bevor wir die Software kaufen, müssen wir die erwartete Investitionsrendite exakt berechnen. Ausdruck 5. Die Risikominimierung. Bedeutung:
Die bewusste Ergreifung von Maßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit oder das Ausmaß eines Schadens zu verringern. Beispielsätze: Die Diversifikation des Portfolios dient vorrangig der Risikominimierung. Vor der Unterzeichnung des Vertrages hat die Rechtsabteilung alle Klauseln zur Risikominimierung geprüft.